Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Heute ist der Geburtstag meines Vaters. Wir reden mittlerweile schon seit 2 Jahren nicht mehr miteinander. Heute ist der Geburtstag meines Vaters. Wir reden mittlerweile schon seit 2 Jahren nicht mehr miteinander. Vor 2 Jahren hatten wir einen sehr ernsten Streit. Seitdem redet er nicht mehr mit mir. Vor 2 Jahren hatten wir einen sehr ernsten Streit. Seitdem redet er nicht mehr mit mir. Ich habe oft versucht, mich mit ihm zu versöhnen, aber es hat nie funktioniert. Ich habe oft versucht, mich mit ihm zu versöhnen, aber es hat nie funktioniert. Oh, mein Handy klingelt. Ich sollte rangehen. Vielleicht ist es etwas Wichtiges. Oh, mein Handy klingelt. Ich sollte rangehen. Vielleicht ist es etwas Wichtiges. Hallo Mama, was gibt es? Warum rufst du mich an? Hallo Mama, was gibt es? Warum rufst du mich an? Daniel, bitte, rede mit deinem Vater. Heute ist sein Geburtstag. Der Streit zwischen euch geht schon zu lange. Daniel, bitte rede mit deinem Vater. Heute ist sein Geburtstag. Der Streit zwischen euch geht schon zu lange. Du weißt doch, dass er nicht mit mir reden möchte, Mama. Ich habe es oft genug probiert. Du weißt doch, dass er nicht mit mir reden möchte, Mama. Ich habe es oft genug probiert. Ihr habt beide Fehler gemacht, Daniel. Bitte versuch noch einmal, mit deinem Vater zu sprechen. Ihr habt beide Fehler gemacht, Daniel. Bitte versuch noch einmal, mit deinem Vater zu sprechen. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wenn du es nicht für deinen Vater tust, dann tu es für mich. Ich bitte dich darum, Daniel. Wenn du es nicht für deinen Vater tust, dann tu es für mich. Ich bitte dich darum, Daniel. Okay, Mama. Wenn es dir so wichtig ist, dann versuche ich noch einmal, mit ihm zu reden. Okay, Mama. Wenn es dir so wichtig ist, dann versuche ich noch einmal, mit ihm zu reden. Für meine Mutter würde ich alles tun. Für meine Mutter würde ich alles tun. Der Streit mit meinem Vater ist schon so lange her. Ich weiß nicht, ob wir uns jemals wieder versöhnen werden. Der Streit mit meinem Vater ist schon so lange her. Ich weiß nicht, ob wir uns jemals wieder versöhnen werden. Hier ist das Haus von meinen Eltern. Hier ist das Haus von meinen Eltern. Hallo Daniel, vielen Dank, dass du so schnell gekommen bist. Hallo Daniel, vielen Dank, dass du so schnell gekommen bist. Für dich würde ich alles tun, Mama. Wo ist Papa denn?
Für dich würde ich alles tun, Mama. Wo ist Papa denn? Er ist in seinem Zimmer. Am besten, du gehst einfach rein und versuchst mit ihm zu reden. Er ist in seinem Zimmer. Am besten, du gehst einfach rein und versuchst mit ihm zu reden. Ich werde es versuchen, aber ich kann nicht versprechen, dass es funktioniert. Ich werde es versuchen, aber ich kann nicht versprechen, dass es funktioniert. Hallo, Papa. Hallo, Papa. Hallo, Daniel, was machst du hier? Hallo, Daniel, was machst du hier? Mama hat mich darum gebeten, noch einmal mit dir zu sprechen, wegen unserem Streit vor 2 Jahren. Mama hat mich darum gebeten, noch einmal mit dir zu sprechen, wegen unserem Streit vor 2 Jahren. Was gibt es da zu besprechen? Du hast mich damals sehr enttäuscht, mein Sohn. Was gibt es da zu besprechen? Du hast mich damals sehr enttäuscht, mein Sohn. Ich weiß, Papa, aber denkst du nicht, wir können noch einmal über alles sprechen? Ich weiß, Papa, aber denkst du nicht, wir können noch einmal über alles sprechen? Dein Großvater hat sehr hart dafür gearbeitet, das Familienunternehmen aufzubauen. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet, es zu übernehmen. Und jetzt will mein Sohn nicht dasselbe tun? Dein Großvater hat sehr hart dafür gearbeitet, das Familienunternehmen aufzubauen. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet, es zu übernehmen. Und jetzt will mein Sohn nicht dasselbe tun. Es ist einfach nicht mein Traum, ein Unternehmen zu führen, Papa. Ich möchte nicht mein ganzes Leben am selben Ort verbringen. Es ist einfach nicht mein Traum, ein Unternehmen zu führen, Papa. Ich möchte nicht mein ganzes Leben am selben Ort verbringen. Außerdem hat Opa viel zu viel gearbeitet. Und du auch. Das möchte ich anders machen. Außerdem hat Opa viel zu viel gearbeitet. Und du auch. Das möchte ich anders machen. Und wie stellst du dir dein Leben vor? Willst du etwa den ganzen Tag nur rumsitzen? Und wie stellst du dir dein Leben vor? Willst du etwa den ganzen Tag nur rumsitzen? Nein, ich möchte die Welt sehen, an viele Orte reisen und online arbeiten. Nein, ich möchte die Welt sehen, an viele Orte reisen und online arbeiten. Sowas ist heutzutage also möglich? Sowas ist heutzutage also möglich? Ja, mittlerweile kann man fast alle Aufgaben online bearbeiten. Mein derzeitiger Arbeitgeber lässt mich auch 2 Tage pro Woche von zu Hause arbeiten. Ja, mittlerweile kann man fast alle Aufgaben online bearbeiten. Mein derzeitiger Arbeitgeber lässt mich auch 2 Tage pro Woche von zu Hause arbeiten. Vielleicht hätte ich das auch so gemacht, wenn ich in deinem Alter wäre. Vielleicht hätte ich das auch so gemacht, wenn ich in deinem Alter wäre. Langsam verstehe ich,
warum du das Familienunternehmen nicht übernehmen wolltest. Langsam verstehe ich, warum du das Familienunternehmen nicht übernehmen wolltest. Ja, ich kann es mir momentan einfach nicht vorstellen. In 10 Jahren vielleicht, wenn ich dann verheiratet bin und Kinder habe, da brauche ich Sicherheit. Aber zurzeit möchte ich meine Freiheit genießen. Ja, ich kann es mir momentan einfach nicht vorstellen. In 10 Jahren vielleicht, wenn ich dann verheiratet bin und Kinder habe, da brauche ich Sicherheit. Aber zurzeit möchte ich meine Freiheit genießen. Also könntest du dir vorstellen, das Unternehmen in ein paar Jahren zu übernehmen? Also könntest du dir vorstellen, das Unternehmen in ein paar Jahren zu übernehmen? Ja, in Zukunft kann ich mir das schon vorstellen. Ja, in Zukunft kann ich mir das schon vorstellen. Ich habe es zwar am Anfang nicht eingesehen, aber jetzt verstehe ich deine Entscheidung, mein Sohn. Ich habe es zwar am Anfang nicht eingesehen, aber jetzt verstehe ich deine Entscheidung, mein Sohn. Komm, lass uns zusammen einen Kaffee trinken und über deine Pläne sprechen. Komm, lass uns zusammen einen Kaffee trinken und über deine Pläne sprechen. Ich würde gerne wissen, wohin du als nächstes reisen möchtest. Ich würde gerne wissen, wohin du als nächstes reisen möchtest. Sehr gerne, Papa. Sehr gerne, Papa. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!